Hi, mein Name ist Bärbel Born und ich möchte euch heute etwas über das Bullet Journal erzählen. Das ist ein sehr einfaches System, das sich ein Amerikaner namens Ryder Carroll ausgedacht hat, dessen Originalvideo ich euch auch noch in der Infobox verlinke, der mit all dem Zettelkram und den diversen Notizbüchern und Terminkalendern nicht zurechtgekommen ist. Ja, das kennen wir, ich weiß. Ich habe schon mit vielen darüber jetzt gesprochen und eigentlich hat jeder schon mal die Erfahrung gemacht, ja, der Kalender, der passt jetzt nicht, also jetzt möchte ich mal mehr, mal weniger in die Tage eintragen. Aber er hat da ein System erfunden, was so einfach wie genial ist, wo sich jeder aus jedem möglichen Heft einen eigenen Terminkalender erzeugen kann, mehr oder weniger aufwendig gestaltet. Man sieht im Moment so, weil das gerade so ein Trend ist, sieht man sehr aufwendig gestaltete Seiten. Ich möchte euch aber das Grundprinzip erklären, damit ihr versteht, wie auch die komplizierten Hefte und Bücher und Bullet Journals aufgebaut sind. Okay? Ich hoffe, das gelingt mir heute und ja, dann fangen wir mal an. So, wie versprochen, zeige ich euch jetzt das Grundprinzip und ich würde euch bitten, euch irgendein preiswertes Heftchen zu besorgen und das wirklich einmal mit mir durchzuexerzieren, weil dabei lernt man das am besten. Ich habe jetzt zu diesem Zweck hier so ein ganz preiswertes Schulheftchen genommen. Die kriegt man so zwischen 20 und 50 Cent. Also es kostet nicht viel zum Üben, finde ich das wirklich okay, dass ihr das mal ausprobiert. So, was ihr braucht, ist irgendein Notizbuch. Ich zeige euch gleich hier dann noch die ich dann benutze. Ein Stift, das kann auch ein Bleistift sein. Zum Vorzeichnen ist ein Bleistift immer gut, wenn ihr dann ordentlich arbeiten wollt. Und ein Lineal. Womit wir beginnen, das ignorieren wir jetzt mal. Wir beginnen mit eurem Namen, weil ihr wollt das Bullet Journal ja zu eurem eigenen machen. Ach, Bullet Journal, das habe ich noch nicht erklärt. Bullet heißt nicht Kugel, was ich am Anfang auch gedacht habe, sondern Bullet Journal. Bullet ist ein Aufzählungszeichen und die benutzen wir gleich in der Legende und ich erkläre euch dann, wie das geht. Okay, und wundert euch nicht, wenn ich Bujo sage, weil Bujo ist die gebräuchliche Abkürzung. Ihr beginnt mit der ersten Seite und auf der ersten Seite steht euer Name. Ja, in meinem Fall schreibe ich dann natürlich meinen Namen dahin. Und wenn ihr das mal verlieren solltet und möchtet, dass euch das zurückgebracht wird, im Falle vom Verlust könnt ihr entweder eure E-Mail oder eine Kontaktadresse, also keine Adresse, sondern eine Telefonnummer zum Beispiel oder eine Internetseite, wer bloggt oder was auch immer, Facebook, schreibt irgendwas dahin, was unverfänglich ist. Das ist jetzt die Kennzeichnung, wem dieses Bullet Journal gehört. Muss man natürlich nicht, aber ich finde es einfach schön. Dann blättert ihr weiter. Ryder Carroll, der Erfinder von dem Bullet Journal, hat die Legende nirgendwo in seinem Notizbuch eingebaut. Aber was man sehr häufig sieht und was auch wirklich Sinn macht, ist die Legende gleich als erstes ins Bullet Journal zu schreiben. Er nennt das Key, damit ihr euch nicht wundert, dass in vielen englischen Bullet Journals Key steht. Wir nennen das Legende und die geht folgendermaßen. Wenn ihr eine Aufgabe habt, also zum Beispiel Klamotten aus der Reinigung holen, macht ihr einen Punkt für die Aufgabe. Und so notiert ihr euch das auch, damit ihr später nachschlagen könnt, was denn diese Zeichen in eurem Bullet Journal bedeuten. Natürlich macht jeder seine eigene Legende. Ich schreibe jetzt hier die von Ryder Carroll auf. Meine eigene sieht auch anders aus. Ihr macht das, wie ihr wollt. Es geht darum, dass ihr versteht, wie es funktioniert und nicht irgendjemand anders. So, Ryder Carroll macht für eine Aufgabe einen Punkt. Wenn er eine Aufgabe erledigt hat, streicht er das durch. Erledigt. Okay. Wenn man jetzt eine Aufgabe, zum Beispiel, wenn man sich für den nächsten Tag vorgenommen hat, die Klamotten aus der Reinigung zu holen, wenn man das nicht geschafft hat, dann macht Ryder so einen Pfeil daraus. Ja, also wenn ihr solche Pfeile seht im Originalsystem, verschoben, dann war das vorher mal ein Punkt. Die zweite Variante mit dem Punkt ist, wenn man aus dieser Aufgabe einen festen Termin macht, dann macht Ryder das hier. Mache ich nie, ich mache es anders, aber daraus wird dann Termin oder ich schreibe terminiert. Ja, weil Termine macht Ryder so, indem er einen Kringel macht. Mache ich auch anders. Ihr werdet es auch anders machen. Schreibt das einfach mal ab.
So, das ist ein Termin. Wenn ihr euch eine Notiz machen wollt, wie mein Mann hat die Klamotten oder irgendwie eine Gedankennotiz, hat die Klamotten aus der Reinigung geholt, dann macht ihr so einen Strich, okay? Wenn etwas für euch wichtig ist, dann soll laut Rider so ein Sternchen dahin. Wenn ihr euch was merken wollt oder eine Idee habt, dann soll da so ein Ausrufezeichen hin. Und wenn ihr was nachschlagen wollt, so ein Auge. Ich schreibe mal recherchieren. Okay, so das könnt ihr so abschreiben oder eure eigenen Zeichen entwickeln, wie ihr wollt. Die nächste Seite gehört dem Inhalt oder der Inhaltsangabe. Und das ist so quasi das Herzstück eures Bullet Journals. Das wird sich nach und nach füllen. Jetzt ist das noch leer und womit sich das füllt, das zeige ich euch jetzt. Ihr blättert um. Wenn ihr ein dickes Buch habt, haltet euch bitte diese Seiten frei. Ja, bei einem dünnen Notizbuch, je nachdem, könnt ihr gleich hier weitermachen. Ich habe mir in meinen Notizbüchern viel Platz gelassen, dass ihr euch nicht wundert, dass das bei mir dann ein bisschen anders aussieht. Die erste Seite wird nummeriert, wie alle weiteren Seiten auch. 1, 2. Das könnt ihr vorher machen oder in dem Moment, wenn ihr die Seite benutzt. Ich mache das immer, wenn ich die Seite benutze, dann habe ich irgendwie einen besseren Überblick. So, auf die erste und zweite Seite kommt immer, wie Rider das nennt, das Future Log. Future Log sind die Termine, die in weiterer Zukunft liegen, also in der Future-Zukunft, okay? Ich habe das mal Halbjahresübersicht genannt und die funktioniert folgendermaßen. Ihr messt euch eure Seite aus und teilt die in 3 gleiche Teile. Das ist bei diesen Schulheften, das ist immer 21, durch 3 ist 7, ne? Können wir noch rechnen. 7, 14 so. Und zieht parallele Linien einmal quer über die Seite. Dafür halt das Lineal. Ihr könnt es auch mit der Hand machen, also ihr müsst kein Lineal parat haben, aber es sieht einfach netter aus. Und später ist das Lineal wirklich fast euer Lieblingswerkzeug zum Bullet Journaling. So, das ist jetzt eine Halbjahresübersicht und wir haben im Moment September, deshalb fange ich mit dem nächsten Monat an. Der September kommt später, okay? Dann schreibe ich hier oben Oktober 16, das ist jetzt nur ganz kurz, Oktober, November, Dezember, Januar 17, wie ihr wollt, Februar, also ihr schreibt das schöner, ich zeige euch gleich, wie ich das dann gemacht habe, und der März im Jahre 2017. So, jetzt werdet ihr sehen, wofür ihr die Inhaltsangabe braucht. Jetzt habt ihr hier diese Halbjahresübersicht. Jetzt geht ihr zurück zur Inhaltsangabe. Schreibt euch auf, Seite 1 bis 2 ist der Oktober 16 bis März 17. Wenn ihr irgendwann danach suchen solltet, ich meine, okay, auf Seite 1 und 2, da weiß man noch, was da steht. Aber wenn ihr später diese Inhaltsangabe füllt und nach bestimmten Dingen sucht, werdet ihr immer sehen, auf welcher Seite ihr sie aufgeschrieben habt. Okay? So, das war jetzt euer Future Log, die Halbjahresübersicht. Dann blättert ihr wieder um. Und wenn euch das jetzt zu schnell geht und ihr zu Hause mehr Zeit dafür braucht, ihr könnt das Video immer anhalten, zurückspulen, wie ihr wollt. Videos sind klasse dafür. Ja, die nächste Seite wieder, Seite 3 und 4. Immer das erste, was ihr macht, die Seite nummerieren. Dann, was auf der Seite steht, und zwar in diesem Fall, wir haben jetzt noch September, der ist zwar jetzt schon ziemlich weit vorgeschritten, aber ich schreibe das mal auf. In jedem Monat, den ihr neu anfangt, beginnt ihr mit, nach Rider Carol, okay? Ich erzähle jetzt später, wie andere das machen. Mit den Tagen. Wenn ihr 3 mehr Platz braucht, 5, tralalala, ich sag mal, jetzt brauche ich hier mehr Platz. Das war in Kursen, die ich gegeben habe, immer so die erste Frage. Was ist denn, wenn ich mit den Tagen nicht auskomme? Manche schreiben das pro Zeile, andere brauchen 2 Zeilen. Dann gehe ich hier weiter. Ja, jetzt nur mal so als Beispiel, lalala, hier ist jetzt mein 30. Und ziehe mir auch hier wieder eine Linie. Wo ihr hier auskommt mit den Tagen, ist eure Sache und ihr seid der Chef. Ihr könnt das entscheiden, wie viel Platz ihr wofür braucht. Denn das ist das Geniale. Anders als vorgefertigte Terminkalender, wo alles vorgegeben ist und auch der Platz vorgegeben ist, den ihr habt für eure Tage, Termine, für eure Notizen, für Einträge, für was auch immer, ist hier alles frei. Ihr könnt euch den Platz nehmen, den ihr haben wollt und den ihr braucht, und ihr erzeugt euren eigenen Terminkalender immer nur für die nächste Seite.
So, jetzt habt ihr hier eure Tage aufgeschrieben, dann schreibt ihr hier daneben, was für ein Wochentag das war. Das war jetzt in dem Fall ein Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und so weiter bis hierhin. Auf die zweite Seite von dem September kommen wieder die Aufgaben. Ja, hier schreibt ihr dann die Aufgaben rein, die ihr in diesem Monat erledigen wollt. Also wenn ihr jetzt eine Aufgabe habt, morgen muss ich zur Reinigung die Klamotten abholen, das könntet ihr hier reinschreiben, aber hier macht es mehr Sinn, dann Aufgaben hineinzuschreiben oder zu notieren, die ihr im Laufe des Monats, zum Beispiel Keller entrümpeln. Ja, das macht ihr ja nicht morgen oder an einem bestimmten Termin, sondern irgendwann und das kommt dann hier rein. Also die Monatsaufgaben für euch. Ne? Und nicht vergessen, ihr geht wieder zurück zum Inhalt vorne. Ja, schreibt dann auf Seite 3 bis 4 ist der September 2016. Ihr seht schon, die Inhaltsangabe füllt sich nach und immer mit der nächsten Seite. Ja? Nachdem ihr die Monatsübersicht angelegt habt, ist es Zeit, eure Termine für den nächsten Tag zu planen. Darum schreibt ihr hier 5 und 6 auf die nächste Seite. Ryder Carroll geht jetzt so vor, dass ihr immer den nächsten Tag hier aufschreibt. Das wäre jetzt bei mir, heute ist der 23, angenommen, der 24.09.16. Jetzt schreibe ich hier rein, was morgen anliegt. Das ist ein Samstag. Da schreibe ich hier Termine, Termine, Termine. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Aufgabe habe, ne, wird die mit so einem Bullet, mit so einem Aufzählungszeichen markiert. Oder wenn ich einen Termin habe, 10 Uhr, was weiß ich, ja, dann kann ich einen Kringel machen. So, und wenn ich für den morgigen Tag, viele machen das abends, andere machen das morgens früh, den Tag eingetragen habe, schaue ich am Abend, was ist erledigt, was nicht. Das nächste kann ich dann, was noch nicht erledigt ist, kann ich am nächsten Tag mir vornehmen. Das ist ein Sonntag, naja gut, da kann man mal einen Ausflug mit der Familie machen und so weiter und so fort. Und auch hier ist das Schöne, ihr benutzt immer so viel Platz, wie ihr braucht. Wenn ihr an einem Tag mal nichts habt, dann habt ihr halt frei. Ja? Und schreibt dann am nächsten Tag oder am Abend weiter mit dem nächsten Tag, der dann ein Montag ist. So füllt ihr diese Seiten. Wenn ihr hier unten dann irgendwann angekommen seid, sind wir am 5.10. Nur mal so als Beispiel. Okay? Dann geht ihr wieder zurück. Ihr könnt es euch schon denken, ja, zum Inhalt. Seite 5 bis 6 ist dann das Datum vom 24.09. bis 5.10. Wenn ihr später mal nachschlagen wollt, was ihr am 4.10. gemacht habt, wisst ihr, das kann ich hier finden. Okay? Und das ist auch schon das Grundprinzip von Ryder Carroll. Wenn ihr euch jetzt fragt, ja, diese Bullet Journals, die ich so sehe, die sehen ja ganz anders aus. Ja, das hat aber nicht der Ryder Carroll erfunden, sondern all die Scrapper und Bastler und meistens Frauen, die ihr Bullet Journal ein bisschen hübscher gestalten wollen als das hier. Oh, ich vergaß. Eine Sache gibt es noch bei Ryder und zwar die Sammlung. Die Sammlung sieht folgendermaßen aus, wenn ihr jetzt hier in euren Tagesaufgaben zum Beispiel Aufgaben habt, die wiederkehren, wo es sich lohnt, eine eigene Seite nur dafür anzulegen. Mein Beispiel sind immer Kuchenrezepte. Angenommen, ihr habt kleine Kinder, die sind im Kindergarten und ihr müsst die eine Woche das Kuchenrezept backen, die andere Woche das, dann legt ihr eine Sammlung an. Die sind nicht terminbedingt, sondern ich schreibe jetzt mal Sammlung oben hin. Seien das jetzt Kuchenrezepte, Geburtstagslisten etc. Ja, ihr seid der Chef. Dieser Begriff, dieser Name für die Sammlung, der kommt oben auf die Seite und hier unten wieder, wo waren wir jetzt bei der 6? Fortlaufend die Seite nummerieren. So, ihr könnt eine Sammlung beidseitig anlegen oder nur auf eine Seite. Hier in dem Fall ist die Geburtstagsliste meine Seite 7. Und ihr geht zurück in die Inhaltsangabe. Seite 7 sind die Geburtstage. Ja, wann Oma, Opa, Kinder, Onkel, Tanten Geburtstag haben, das könntet ihr euch dann hier, müsst ihr nicht. Ich gebe euch gleich noch ganz viele Beispiele für solche Sammlungen.
Wenn ihr all diese wunderschön gestalteten Seiten seht, dann sind das entweder Terminübersichten oder eine Sammlung. Ja, das hilft euch jetzt vielleicht schon mal, diese aufwendig gestalteten Seiten besser zu verstehen. Was dann die Bastler noch gerne machen, ist wieder nummerieren, Seite 9 bis 10, ist sich eine Wochenübersicht anzulegen. So eine ganz einfache Wochenübersicht wäre jetzt als ganz grobes Beispiel ähnlich anzulegen wie hier meine Halbjahresübersicht. Ich teile wieder meine Doppelseite in 6 gleiche Teile und wie wir ja wissen, hat die Woche 7 Tage. Bei mir ist an den Wochenenden meistens wenig los, deshalb teile ich dann mein Wochenende, diesen letzten Tag, in 2. Und so habe ich schon hier den Montag, den Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Und ihr seht, hier, das ist jetzt eine Übersicht für die Woche. Da kann ich dann am Sonntag schon reinschreiben oder am Montag, was ich am Samstag oder am Sonntag vorhabe. So, und diese Wochendoppelseiten nennen die Amis Spread, diese Wochen-Weekly Spread, und das wird euch immer wieder begegnen. Die meisten Layouts, die man sieht online, sind Weekly Spreads oder Sammlungen. So, jetzt kennt ihr schon das Grundprinzip. Damit das jetzt ein bisschen anschaulicher wird, zeige ich euch mal ein paar von meinen Bullet Journals. Zum Beispiel ein Format. Für die Tasche sehr praktisch. Das ist jetzt ein schmales Format. Das habe ich von der Firma Hahnemühle. Das benutze ich jetzt im Moment so als Notizkalender und für Zeichnungen. Viele lieben dieses Format, aber für ihre Bullet Journals, das muss ich noch machen und mir ein paar Layouts machen. Ich habe auch noch andere Einlagen, die kann man austauschen. Das ist sehr hübsch und sehr praktisch für die Tasche. Dann habe ich hier ein Bullet Journal, was ich euch zeigen möchte. Das war zum Üben. Ja, weil ich habe euch ja gesagt, macht einfach mal so ein einfaches Übungsjournal, damit ihr ein bisschen sicherer werdet und diese Angst vor diesem, ich muss gleich perfekt sein, vergeht. Okay? So, das habe ich gemacht zum Üben und so ein paar Seiten gemacht. Hier wieder so ein Wochenlayout, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag, Sonntag getrennt. Hier in dem Fall habe ich auch unten immer reingeschrieben, was ich an dem Tag kochen wollte. Mir hier so ein paar Eintrittskarten aufgehoben. Ja, und alles zum Üben. Das war alles noch zum Üben und wie ich denn damit klarkomme. Hier zum Beispiel, wenn ihr eine Seite habt und noch nicht genau wisst, was ihr draufschreiben sollt, kann man immer mit Post-its quasi die Seite schon mal vorschreiben. Und ehrlich gesagt, das hat mir so gut gefallen. Das lasse ich jetzt so. Ja, ich bin der Chef. Ich kann machen, was ich will mit meinem Bullet Journal und dann bleibt das jetzt so. Ja, hier habe ich dann das Bullet Journal aufgegeben und mir dann mein finales Bullet Journal besorgt, was ich jetzt im Moment benutze. Das ist ein Bullet Journal von der Firma Nuna. Was hier das Besondere dran ist, ihr habt ja hier gerade gesehen, diese Kästchen, die sind sehr hilfreich zum Einteilen in die Bereiche der Seite. Was es seit Ryder Carroll gibt, seit den Bullet Journals, sind solche Seiten, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, mit Dotted Paper. Ja, da sind einfach nur Punkte da, wo sonst die Kästchen wären. Das hat den Vorteil, ich kann hier Linien ziehen. Ich brauche nicht einmal mehr ein Lineal, die kann ich einfach mit der Hand ziehen, so wie hier. Ja, und habe trotzdem nicht dieses Störende der Kästchen. Also dieses Dotted Paper ist sehr zu empfehlen. Das gibt es von sehr vielen verschiedenen Firmen, auch von Hahnemühle zum Beispiel. Also da werde ich auch noch mehrere Videos mitmachen. So, und um euch jetzt mal zu zeigen, wie bei mir mein Bullet Journal aussieht, wir gehen jetzt wieder von dem Grundprinzip aus. Ja, ich habe euch gesagt, auf der ersten Seite, ein bisschen aufräumen, auf der ersten Seite euer Name, das ist jetzt hier mein Name und ich habe das halt noch ein bisschen schön gestaltet. Auf der nächsten Seite der Key oder die Legende. Meinen Key habe ich jetzt so gemacht, dass man den rausschieben kann. Und wenn ich jetzt mein Bullet Journal zuschlage, sehe ich den immer noch. Okay? Aber das ist wirklich, es liegt an euch, was ihr macht. Es reicht auch so eine einfache Legende. Jetzt hier seht ihr meinen Inhalt. Ja, genau wie ich das hier auch gesagt habe. Ich persönlich mag es lieber, den Inhalt in Zeit und Sammlungen zu unterteilen. Also hier ist mein Terminkalender, das füllt sich dann noch. Und hier sind meine Sammlungen notiert. Das ist für mich, ja, ich halte das lieber ein bisschen auseinander. So, hier ist mein erstes Future Log. Ich habe ja viel früher angefangen. Da war der nächste Monat der Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Und
Das reicht dann für mich jetzt schon. Und das ist auch wirklich gar nicht groß irgendwie aufwendig gestaltet. Einfach nur die Kästchen gezogen und ein bisschen nett geschrieben. Zu dem Thema Handlettering werde ich auch noch Videos machen, die sich dann auch alle auf das Bullet Journaling beziehen. So, hier, das war mein August. Da habe ich dann ein bisschen schon wild rumgemalt, gestempelt, gezeichnet. Das ist jetzt wieder so ein Weekly Spread, also ein Wochenlayout. Mit meinen Tagen, mit meinen, was ich kochen soll und ein bisschen gestempelt. So. Hier seht ihr eine Sammlung. Ja, wenn euch Seiten kryptisch erscheinen, meistens ist es eine Sammlung, wie ich ja schon sagte. Hier habe ich mit meinem Mann dann mal aufgeschrieben, wo wir Ausflüge hin machen wollen. Wir wohnen im Bergischen, das ist Nähe Rheinland, Nähe Ruhrgebiet, also da haben wir viele Möglichkeiten. Hier habe ich dann mal aufgeschrieben, wo wir in Urlaub fahren wollen, weil wir das immer wieder neu verhandeln und dann hat sich das gelohnt, dass wir das einmal hier festhalten, wo wir hin möchten. Hier, das ist auch ein Beispiel für eine Sammlung, eine Wunschliste, was man gerne alles kaufen möchte oder machen möchte. Hier mein Traumfänger, was, wenn an einem Tag etwas Schönes passiert ist. Hier seht ihr meinen September. Und was ich mir da alles vorgenommen habe. Eins habe ich schon abgehakt, vor 2 Wochen auf dem, oder vor fast 2 Wochen auf dem Stempelmecker, der Stempelmesse, habe ich Kurse gegeben. Das hat auch unglaublich viel Spaß gemacht. Das ist jetzt mal ein Beispiel für eine Seite, die ist völlig sinnlos. Das hat einfach nur Spaß gemacht und mir ging es darum, bestimmte Farben zu testen, weil manche Farben, die ich bisher immer verwendet habe beim Basteln und Stempeln, die bluten durch, sodass man die von der Rückseite sieht. Hier in dem Fall sieht man nichts, das war einfach nur ein Techniktest und irgendwann beschrifte ich die Seite noch und dann kriegt die einen Namen und ist eine Sammlung für zum Beispiel Bastelideen. Okay? Hier meine Sammlung Wunschbücher, was ich mir alles für Bücher besorgen möchte. Dieses Nie wieder Chaos habe ich schon, habe ich jetzt ein Häkchen hintergemacht. Ob es hilft, weiß ich nicht. Hier wieder ein Beispiel für eine Seite, wo ich einfach überhaupt noch nicht weiß, was ich damit machen soll. Die kann man sich reservieren. Dann klebt ihr da ein Post-it drauf und das läuft. Hier schon für nächstes Jahr. Dann hier eine Seite für mich für 2017. Da schreibe ich einfach unsortiert alle Termine drunter. Ja, und wenn dann mein 2017 beginnt, kann ich die alle übertragen. Ja, easy as pie. Hier, das war die Woche 36. Wieder mal ein ganz anderes Layout. Also nicht in Kästchen unterteilt, sondern wie Ryder das sagt, von Tag zu Tag immer weiter geführt. Geht auch, sieht auch sehr schön aus. Hier oben zum Beispiel, da mache ich über all diese Punkte mache ich noch Videos, habe ich Washi geklebt, weil ich darunter mich verschrieben hatte. Ja, also ihr müsst überhaupt gar keine Angst haben, wenn irgendwas nicht klappt im Bullet Journal, klebst du halt was anderes drüber. Hier wieder ein alternatives Wochenlayout. Hier Stempel, die ich gestalten möchte. Ja, jetzt geheim. Und hier jetzt die aktuelle Woche, wo ich in einer Challenge-Gruppe mitgemacht habe, wo man ein Wochenlayout machen sollte mit dem Thema Einhorn. Ja, also das ist jetzt sehr blumig und sehr mädchenhaft, aber ja. Und hier, ja, was da wohl stehen wird, das weiß nur ich. Beziehungsweise im Moment weiß ich es noch gar nicht, weil diese Seiten noch nicht gefüllt sind. Und ich benutze auf der nächsten Seite immer das, was ich gerade brauche. Das kann die nächste Woche sein, das kann eine Sammlung sein oder eine Geburtstagsliste, wie ich schon sagte. Als Beispiel für Sammlungen hätte ich Diäten, die ihr machen wollt, könnt ihr die Kilos nachhalten. Eure TV-Serien, die ihr schon gesehen habt, welche Episoden ihr gesehen habt. Wenn ihr für einen Urlaub sparen wollt, schreibt ihr euch auf welchem Stand, meinetwegen, ihr braucht 1000 €, macht ihr euch eine Liste, wo ihr gerade seid. Ein Putzplan, da arbeite ich dran. Eine Blogstatistik werde ich machen. Jeden Tag kann man sich notieren, wie viel Wasser man getrunken hat. Einen Gartenplan werde ich nächstes Jahr machen, was in welchem Monat ausgesät werden muss im Garten. Ich habe einen sehr großen Garten. The sky is the limit, also ihr könnt da reinmachen, was ihr wollt. Und das ist das total Geniale und damit finde ich, das ist das jedem fertigen Terminkalender haushoch überlegen. Ich hoffe, mein Wilderritt hat euch jetzt hier ein bisschen weitergebracht und ihr findet auch selber einen Einstieg. Wie gesagt, macht einfach mal das hier, macht das mal richtig, ja. Ihr könnt es ja hinterher wieder vollmalen und kritzeln und was auch immer. Aber wenn man das einmal so wirklich Schritt für Schritt gemacht hat, dann versteht man das auch besser. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Eure Bärbel. Tschüss, ich hab euch lieb.